Zur Zeit der römischen Besetzung gab es in Gallien zwei Arten von Galliern. Auf der einen Seite diejenigen, die den römischen Frieden anerkannten und versuchten, sich dem Lebensstil der Eroberer anzupassen. Was machen denn die komischen Säulen vor deinem Haus? Man macht jetzt in Gallisch-Römisch. Oh, ich finde das eher Gallisch-Griechisch. So? Oh, da platzt einem ja die Galle. Oh, diese rohen Gallier vergelben einem aber auch alles. Und andererseits die unbesiegbaren, verschrobenen, starrköpfigen, schlemmenden, raufenden und stets zu Späßen aufgelegten Gallier. Prachtexemplare dieser Art lebten in einem kleinen Dorf, das wir gut kennen. Sieh da! Asterix und Obelix kommen von der Jagd. Nun, meine Lieben, was gibt's Neues? Oh Mann, ein Wildschwein, sonst nichts. Mir hat Idefix geholfen. Er ist wirklich ein ausgezeichneter Jagdhund. Ach ja, ich vergaß. Wir haben eine römische Patrouille getroffen. Zur gleichen Zeit im stark befestigten römischen Lager von Barbaorum. Die Patrouille ist zurück, oh Langelus, mein Centurio. Beim Jupiter, was ist denn mit euch passiert? Wir haben zwei Gallier getroffen, nicht zu vergessen, der Hund, den sie dabei hatten. Und zwei Wildschweine. Also waren es im Ganzen 5. Verschwindet! Diese Gallier hören nicht auf, uns lächerlich zu machen. Wir müssen eine Lösung finden, oh Langelus. Und weißt du vielleicht so eine Lösung, O Perklus, mein Lagerführer? Ah, vielleicht. Ich bin schon lange Soldat in diesem Lande und ich kenne die Bräuche der Gallier. Einer dieser Bräuche könnte uns helfen. Der Kampf der Häuptlinge. Der Kampf der Häuptlinge? Ja, wenn in Gallien der Häuptling ein Stammeschef von 2 Stämmen werden will, dann fordert er einen anderen Häuptling zum Kampf heraus. Der Besiegte muss sich mit seinem Stamm dem Sieger unterwerfen. Schön. Aber wer ist so blödsinnig, den schrecklichen Majestix herauszufordern? Der Zaubertrank seines Druiden macht ihn schließlich unbesiegbar. Nicht verzagen, Perklus fragen. Ich kenne einen, der ist uns ergeben und bärenstark. Er wohnt in Serum und heißt A+ Begalix. In Serum demonstriert A+ Begalix täglich seine Freundschaft zu Rom. Bei Jupiter und Teutates. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du deine Haare abschneiden und eine Toga tragen sollst? Wir sind gallische Römer. Aber dann friere ich doch so, Chef. Egal, und jetzt bauen wir ein Aquädukt. Einen Aquädukt? Ja. Aber A+ Begalix, mein Chef, wir brauchen keinen Aquädukt. Der Fluss durchquert doch unser Dorf und unsere Felder. Ja, dann werden wir ihn eben umleiten, diesen Fluss. Ein Aquädukt wirkt römisch. Und nun genug geredet. Ja, was habe ich gesagt? Beim Jupiter. Oh, A+ Begalix. Ave Cäsar. Seid willkommen bei uns, geliebte Eindringlinge. Oh, wir sind untröstlich, bei dir eindringen zu müssen. Aber der Centurio Langelus und ich wollen mit dir sprechen. Du hast doch sicher schon vom Kampf der Häuptlinge gehört. Wir möchten, dass du gegen einen Häuptling antrittst und nach deinem Sieg die Herrschaft über seinen Stamm übernimmst. Nichts leichter als das. Er ist dieser unglückliche Häuptling. Das wird ein Gemetzel. Nun, es ist Majestix. Majestix? Ja. Oh, das wird ein Gemetzel. Niemand denkt daran, Majestix herauszufordern. Der Zaubertrank des Druiden verleiht ihm übermenschliche Kräfte. Reden wir nicht mehr davon. Im Gegenteil, reden wir davon. Da das Problem der Trank des Druiden ist, müssen wir den Druiden aus dem Weg schaffen. Kein Druide, kein Zaubertrank. Kein Zaubertrank, kein Problem. Am anderen Morgen in jenem wohlbekannten kleinen Dorf. Wo gehst du hin, Miraculix? In den Wald, um einige Zutaten für den Zaubertrank zu pflücken, Asterix. Mein Vorrat ist alle. Ich bin immer etwas besorgt, wenn unser Druide allein in den Wald geht. Aber er mag's ja nicht, wenn man ihn begleitet. Ist egal. Ich folge ihm in einiger Entfernung.
Wo gehst du hin, Asterix? Ich folge unserem Druiden. Der Wald ist im Augenblick nicht sicher. Weißt du, die Römer benehmen sich so hysterisch. Die Spinnen, die Römer. Ja. Ich begleite dich. Dann liefere ich meinen Hinkelstein eben später ab. Das eilt nicht. Aber lass doch den Hinkelstein im Dorf. Damit ihn kleine Jungs stehlen? Und im Lager von Barbaorum? Der Stoßtrupp ist getarnt und wartet auf deine Befehle, Langelus. Ich komme! Großartig bei Mars und bei Juno. Wer wagt da noch zu behaupten, dass die Kunst der Tarnung bei den römischen Legionen nicht gepflegt wird? Langelus, das hier ist die Hecke vom Gemüsegarten. Der getarnte Stoßtrupp, der ist da drüben. Gut. Wer führt den Stoßtrupp? Der da mit den Eichenblättern auf dem Helm. Erkläre ihm seinen Auftrag. Du kennst die Befehle. Fangt den Druiden, tot oder lebendig. Durchsucht den Wald, bis ihr ihn findet. Er ist dort oft unterwegs, um Blätter zu suchen. Wenn ihr Erfolg habt, gibt's eine Belohnung. Wenn nicht, Stubenarrest. Centurio, wenn ich wählen dürfte, dann hätte ich lieber gleich Stubenarrest. Du elender Regenwurm, mach, dass du wegkommst. Und ich gebe dir einen guten Rat. Komm ja nicht ohne Beute zurück beim Mars. Der Trick zog nicht. Nee, für Würmer gibt's keinen Stubenarrest. Benehmt euch gefälligst wie Pflanzen. Der hält sich wohl für ein Spitzengewächs. Fühle mich wie eine Eisblume. Ich zittere wie Espenlaub. Und ich wie ein dürrer Ast. Du, ich frage mich, ob Sie aus dem Holz sind, aus dem man Helden schnitzt. Schluss jetzt. Ihr redet wie die Schrebergärter. Das ist, Chef, da kommt jemand. Sollen wir Karibin? Nein, ein Wäldchen. Und Ruhe, wenn ich bitten darf. Ich will kein Zähneklappern hören, verstanden? Ah, in dem Wäldchen dort werde ich bestimmt 4-blättrige Kleeblätter finden. Oh, hier am Boden. Nein, kein 4-blättriges Kleeblättchen, aber ein Füßchen mit 5 Zehen. Ein Fuß? Wir haben ihn! Haltet ihn! Schnell! Von Römern umzingelt. Wir müssen ihn retten. Die werde ich auseinandersprengen. Nein, Obelix, nein! Nicht den Hinkelstein! Bravo, Obelix. Du hast ihn voll getroffen. Unseren Druiden. Aber ich habe schließlich die Römer verjagt, oder? Kurz darauf im Lager von Barbaorum. Die Patrouille kommt zurück, oh Langelus. Sehr schön. Wen ausgeführt? Wir haben den Druiden erwischt. Mit einem Speerwurf? Nein, mit einem Hinkelsteinwurf. Und wir haben den Druiden unter dem Hinkelstein liegen lassen. Kein menschliches Lebewesen überlebt sowas. Na, ich hoffe, dass du die Wahrheit gesagt hast. Ja, allerdings bezweifle ich, dass die Gallier menschliche Wesen sind. Na gut, wir werden A plus Begalix benachrichtigen, damit er seinen Gegner herausfordern kann. In unserem kleinen Dorf haben sich die Bewohner unterdessen um den immer noch bewusstlosen Miraculix geschart. Nur ein kleiner Schubser mit dem Hinkelstein, nichts weiter. Er kommt zu sich. Sehr robust, unser Druide. Besonders sein Kopf. Wie fühlst du dich? Ach, danke, gut. Aber wer seid ihr, mein Herr? Ich bin Asterix. Du weißt doch, Asterix. Ja. Sehr erfreut. Bitte. Ihr seht so komisch aus. Wieso? Ich freue mich, dich bei so guter Gesundheit zu sehen. Ich wusste doch, dass so ein Hinkelsteinchen dir nicht... Also wirklich, Dicker, ihr seid so komisch. Dicker? Was für ein Dicker? Miraculix, aber mich erkennst du doch wieder, nicht wahr? Er hat tatsächlich sein Gedächtnis verloren. Und seinen Verstand. Er sieht einen Dicken, wo es hier doch gar keinen Dicken gibt. Ich werde ein Liedchen spielen. Mein Talent erkennt Miraculix bestimmt wieder. Versuch's. Manchmal hilft eine Schockbehandlung. Schöne Nacht, blaue Nacht, ich bleibe wach, hab ich gedacht, in dieser Nacht. Oh, es kracht, Ihr spinnt.
Er spinnt. Ich hab's ja gesagt. Er spinnt, er spinnt, er spinnt, er spinnt, er spinnt. Bring den Druiden in seine Hütte, Obelix. Ich spreche derweil mit unserem Chef. Möchte jemand, dass ich noch einmal... Genug jetzt! Wie sollen wir ihn nun heilen, Asterix? Ich habe schon daran gedacht, ob er sich einen Trank brauen könnte, der ihn sofort gesund macht. Der Trank, der Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht. Hoffentlich kann er sich noch an das Rezept erinnern. Wenn nicht, besiegen uns die Römer. Sie sind 100-mal stärker als wir und besser bewaffnet. Ja, ich muss das sofort überprüfen. Obelix hat den übergeschnappten Miraculix auf sein Lager gebettet. Dabei war es doch wirklich nur ein kleiner Schubser. Miraculix, erinnerst du dich an das Rezept vom Zaubertrank? Zaubertrank? Ja, Zaubertrank. Was für ein Zaubertrank? Das müsst ihr mir zeigen, mein Herr. Scheint interessant zu sein. Nach dieser niederschmetternden Auskunft beschließt Majestix, eine Dorfversammlung abzuhalten. Gallier und Gallierinnen, die Stunde ist ernst. Unser Druide hat sein Gedächtnis verloren und er ist nicht mehr in der Lage, den Zaubertrank zuzubereiten. Wir müssen dieses Missgeschick für uns behalten und hoffen, dass uns keiner herausfordert, bevor der Druide geheilt ist. Aber denkt immer daran, wir haben nichts zu fürchten, außer dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Und der hängt bedrohlich tief über unseren Freunden. Ein römischer Gesandter erreicht soeben Serum. Wo finde ich Apulus Begalyx? Hier bin ich. Ave. Ah, ich wollte dir nur sagen, dass der Druide Miraculix aus dem Weg geräumt ist. Du kannst Majestix herausfordern. Du bist sicher, dass der Druide weg ist? Bestimmt. Wir haben ihn in einer glorreichen Schlacht besiegt. Gut, sage deinem Centurio, dass ich morgen meinen Rivalen herausfordern werde. Bei unseren Freunden geht eine lange Nachtwache zu Ende. Ja, auf jeden Fall ist er guter Laune. Ja, wisst ihr, das Hinkelsteinchen hat ihn nur gekitzelt. Obelix, du gehst mir langsam auf die Nerven. Was ein Teufel ist das? Hört sich an, als ob Trubadix singt. Ich seh mal nach. Donnerschlag! A plus Begalyx ist draußen. Das bedeutet nichts Gutes. Er ist bestechlich, brutal, ehrgeizig und skrupellos. Meine Träger zu mir! Helft mir auf den Schild! Ach, so. Und jetzt tragt mich A plus Begalyx entgegen. Aber passt mit dem Türbalkon. Ah! Beim Teutates! Wie oft habe ich euch gesagt, dass ihr in die Knie gehen sollt, wenn ihr mich durch die Tür tragt? Entschuldigung. Ein Kraft ist das. Nicht ohne künstlerische Qualität. Ave, Tag, was kann ich für dich tun? dies ist eine Gipfelkonferenz. Ich komme, um dich zum Kampf der Häuptlinge herauszufordern. Eine Herausforderung? Eine Herausforderung. Nach dem Gesetz wird der Sieger Häuptling über den Stamm der Besiegten. Der Kampf findet am nächsten 1. statt. Ja, aber höre, A plus Bega. Kein Wort mehr. Ich kehre dir den Rücken, zukünftiger Verlierer. Was ist los? Was machen die beiden da oben auf den Schilden? Aber das ist doch... Miraculix, unser Druide. Weg hier! Nehmt die Beine in die Hand! Eine schöne Bescherung. Dieser Kerl ist ebenso stark wie ich und unser Druide ist nicht in der Lage, den Zaubertrank zu brauen. Das Schicksal des ganzen Stammes hängt von diesem Kampf ab. Hoffen wir, dass unser Druide bald wieder gesund wird. Entsetzt läuft Häuptling A plus Begalyx direkt ins befestigte Lager von Barbaorum.
Ihr habt mir erzählt, dass der Druide Miraculix aus dem Weg geschafft sei. Aber nein, er ist nicht nur im Dorf, sondern er freut sich auch noch der besten Laune. Er lacht sich kaputt. Ich habe meine Herausforderung ausgesprochen und ich kann sie nur zurücknehmen, indem ich mich Majestix unterwerfe. Ich habe nicht übel Lust, genau das zu tun. Verbindlichen Dank für deine großartigen Ratschläge, Perklus. Anstelle eines aufsässigen Dorfs werde ich jetzt 2 davon am Hals haben. Cäsar wird sich freuen. Oh, wir wollen nicht die Nerven verlieren. Es ist noch genug Zeit, um unsere Patrouillen in den Wald zu schicken, damit sie den Druiden fangen. Du hast gut reden. Auch im gallischen Dorf ist man äußerst nervös. Miraculix, so begreif doch. Du musst einen Zaubertrank zubereiten, der unserem Chef übermenschliche Kräfte verleiht. Wer ist denn dieser Miraculix, von dem wir dauernd reden? Also, wir bereiten schon mal alles vor. Vielleicht erinnert er sich dann. Selbst Majestix fasst mit an und holt Holz für das Feuer. Hier sind der Kessel und der Schöpf. Der Dicke ist so komisch. Asterix, Ja? wenn du ihm nicht sagst, dass er damit aufhören soll, schmeiße ich ihm, ob Druide oder nicht, den Kopf. Ja, so wie du es schon mit dem Hinkelstein gemacht hast. Moment. So, das Feuer brennt. Also, Miraculix, Und was soll ich jetzt machen? wirf die Zutaten in den Topf und bereite einen Zaubertrank. Das ist lustig. Aha, es scheint, dass er sich daran erinnert jetzt. Davon auch etwas? Wovon? Ja, davon, wenn du willst. Jetzt passiert! Das ist lustig. Los, noch einmal. Obelix, hol einen neuen Topf. Und bald kocht ein neuer Trank auf dem Feuer. Ich bin untröstlich, meine Herren. Aber diesmal scheint es nicht zu klappen. Naja, vielleicht ist es jetzt was geworden. Sehen wir mal nach. Es hat geklappt. Ich frage mich, ob wir damit was erreichen. Naja, solange noch genug Suppentöpfe da sind, gibt es auch noch Hoffnung. Unterdessen setzt eine neue römische Patrouille bei der Druidenjagd ihr Leben aufs Spiel. Merkwürdig. Wo sind die Gallier? Normalerweise hätte uns längst einer von ihnen erledigt. Habt ihr gehört? Was machen die bloß? Ja, was machen die bloß? Oh, ein Suppentopf! Wo? Oh! Hilfe! Was soll das? Er steckt im Suppentopf! Schnell! Zurück ins Lager! In Barbaorum erstattet die Patrouille Bericht. Sie machen einen Mordskrach in ihrem Dorf und schmeißen wie verrückt mit Suppentöpfen. Was? Suppentöpfe? Sie wagen es, meine Legionäre mit Suppentöpfen zu bewerfen? Und außerdem ist da ein Fischsuppentopf. Holt diesen Idioten da wieder raus. Sagt ihm, dass er ab sofort als Freiwilliger bei den Galliern spionieren darf. Dort experimentiert man unverdrossen weiter. Diesmal macht's nicht Bumm. Vielleicht stimmt's diesmal. Ich werde kosten. Nein, Obelix, ich bin der Chef. Das ist meine Sache. Aber wenn du Bumm machst, dann wird A plus Begalix unser Chef, ohne dass er kämpfen muss. Wenn also jemand kostet, dann ein Römer. Es wird sich doch für diesen kleinen Dienst einer finden lassen, oder? In derselben Minute verlässt Pluto Queprivus in geheimer Mission, versehen mit einer erstklassigen Tarnung, das befestigte Lager von Barbaorum. Was kommt da denn? Ein Baum auf Beinen. Und er stinkt nach Fisch. Idioten! Bald erreicht der tapfere Legionär den Wald. Jetzt bin ich nah genug am gallischen Dorf. Ich pflanz mich hier auf. Hau ab, alte Eule, sonst fall ich auf. Ein Baum, der sprechen kann und nach Meer riecht. Herrlich, hier gehe ich nie mehr weg. Also wir brauchen unbedingt einen Römer, der den Trank rostet. Um diese Jahreszeit findet man immer welche im Wald.
Da ruft uns einer. Wo? Eine Eule. Macht die. Ist die süß, hm? Ich nehme sie zum Spielen für Idefix mit. Eine Eule und ein Hündchen, ist doch unmöglich. Außerdem sind wir nicht zum Spaß hier. Komm jetzt. Uff. Hast du das gehört? Da ist doch in dem Baum. Nein, das war ich nicht. Das war nicht Uff, das war Hu. Ja, die Eule hat Huhu gemacht. Nicht Uff. Mama! Unterhaltsamer Baum. Bestimmt eine neue Sorte. Schnappen wir ihn uns! Ja! Kurz darauf im Dorf. Tut mir nichts. Ich bin ein Krieger wie ihr, obwohl ich ein Feind bin. Und wir wollen uns doch unter feindlichen Kriegern nicht schlagen, oder? Wir tun dir nichts. Wir wollen dir nur ein Süppchen anbieten, mehr nicht. Mehr nicht. Mehr nicht. Es kocht alles. Gleich macht's wieder Bumm. Hier, trink. Wie wird mir? Ganz grün. Er ist ganz grün geworden. Wie macht ihr das? Komischer Baum. Er grünt, wenn man ihn entwurzelt. Das ist nicht der richtige. Wir müssen einen neuen Trank kochen. Man beginnt also wieder von vorn. Der unglückliche Pluto Queprevus muss eine Suppe nach der anderen auslöffeln. Die Ergebnisse sind bunt. Ich habe noch nie einen blauen Baum gesehen. Aber nicht die erwünschten. Schließlich ist man wieder da, wo man begonnen hat. Ich habe meine weiße, rosige Samthaut wieder. Vielleicht ist's der Zaubertrank. Vielleicht. Wie fühlst du dich, Römer? Oh, gut, sehr gut sogar. So leicht fühle ich mich. Ganz leicht. Er schwebt. Ich würde sogar sagen, er fliegt. Haltet mich! Fliegen kann er auch. Ein richtiger Kumpel. Soll ich ihn runterholen? Mit einem kleinen Hinkelsteinwurf. Obelix, untersteh dich. Ein Verrückter reicht doch wohl. Los, komm, wir müssen eine neue Mischung versuchen. Der arme Pluto Queprevus fliegt zum befestigten Lager von Barbaoren. Bitte? Hier oben. Hä? Wow! Keine unnötigen Fragen. Hol ein Seil. Kurz danach im Zelt des Centurio. Was willst du? Und was hast du da am Seil? Kommt und seht selbst, O Centurio. Sonst glaubt ihr mir nicht. Beim Jupiter. So. Ha, ist das eine Art, sich bei seinem Chef zu melden? Du kommst auf der Stelle runter! Ich kann nicht. Ich bin leicht wie ein Schmetterling. Mit mir hat man's bunt getrieben. Der Druide ist übergesnappt. Er kann keinen Zaubertrank mehr zubereiten. Sehr gut. Wir greifen die Gallier sofort an. Wir sind in der Überzahl. Unnötiges Risiko, Schläger einzustecken. Lass A plus Begalix das machen. Wir greifen an, wenn er verliert. Und was ist mit mir? Diese gallischen Zaubertränke sind nicht von langer Wirkung. Das geht vorbei. Und tatsächlich, im Laufe der Nacht... Während die Römer schlummern, verbringen die Gallier eine schlaflose Nacht. Um unserem Druiden zu helfen, brauchen wir einen zweiten. Eine tolle Idee beim Teutates. Ich kenne einen Druiden, der wohnt hier ganz in der Nähe. Seine Spezialität ist es, Leute zu heilen, die den Verstand verloren haben. Er heißt Amnesix. Am nächsten Morgen machen sich Asterix und Obelix auf den Weg zu Amnesix. Kein Römer zu sehen.
Dieser Spion hat denen sicher erzählt, dass wir keinen Zaubertrank haben und dass es nicht mehr nötig ist, uns zu beobachten. Reisen in unseren Tagen macht keinen Spaß mehr. Die Straßen sind zu sicher. Nach einer geruhsamen Reise erreichen die beiden das Haus des Druiden Amnesix. Guten Tag, wir kommen wegen einer Beratung. Wenn ihr nicht angemeldet seid, dann müsst ihr warten. Wieso? Viele Leute kommen von weit her, um unseren Druiden zu sprechen. Ach, wer? Doch zum Beispiel ein schüchterner Barbar. Er schämt sich seines Berufes. Ihr seid sicher, dass ich nicht störe? Der mit dem Schild auf dem Kopf hat ständig Angst, dass der Himmel auf ihn niederstürzt. Und der da, der hält sich für ein Wildschwein. Obelix! Der nächste, bitte. Wenig später verlässt der Patient, diesmal aufrecht, das Sprechzimmer. Hält er sich jetzt nicht mehr für ein Wildschwein? Doch, doch. Aber der Druide hat gesagt, er soll Männchen machen. Dann fällt's nicht auf. Der nächste, bitte. Hoffentlich schaffe ich es bis ins Haus, ohne dass mir der Himmel... Dieser Patient verlässt nach einiger Zeit auf den Händen laufend das Sprechzimmer. Oh, ich bin geheilt. Ich habe keine Angst mehr, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Dieser Druide ist außergewöhnlich. Er wird Miraculix sicher heilen können. Ihr seid dran. Herein. Jo, bitte legt euch nieder. Wer? Ich? Nun, wo fehlt's denn? Nichts sagen. Ich weiß es. Ihr leidet unter der Zwangsvorstellung, dass ihr zu dick seid. Und das macht euch krank. Was? Dabei gibt es gar keinen Grund, krank zu sein, weil man zu dick ist. Aber ich bin ja gar nicht krank. Nein, Druide, er ist ja gar nicht krank. Nein? So. Ich dachte, Ach, bitte. wenn ich so dick wäre, würde mich das krank machen. Also, wir sind gekommen, damit du Miraculix, unseren Druiden, heilst. Ja. Er ist krank. Miraculix? Ja. Mein lieber Miraculix? Ja. Unser aller Meister? Das ist es, ja. Er, der alle Geheimnisse kennt? Ja. Oh, lasst uns gehen. Ja. Unterwegs passiert etwas Unerwartetes. Ich bin zu dick. Zu dick. Nein, Obelix, du bist nicht zu dick. Das sagst du nur, um mich zu trösten. Er muss doch mal zu mir kommen. Ich werde ihn heilen. Im Dorf werden die Freunde schon erwartet. Aha, da seid ihr endlich. Kommt, ich führe euch zu Miraculix. Da ist er ja, Miraculix. Mein edler Meister. Wer ist denn dieser Vorgartenzwerg? Wirklich, ein Vorgartenzwerg. Und was für einer. Besser ein Dicker als ein Vorgartenzwerg. Nicht wahr, Asterix? Ja, sicher, Obelix, sicher. Aber lass den Druiden jetzt arbeiten. Gut so, den Dicken habe ich geheilt. Jetzt kümmere ich mich um Miraculix. Dieser Elefant soll endlich still sein. Ich kann unter solchen Umständen nicht arbeiten. Obelix, du musst doch sicher noch einen Hinkelstein abliefern. Hm? Besser ein Elefant als ein Gartenzwerg. Ein Vorgartenzwerg. Setzt meinen Topf aufs Feuer. Ja, also kommt, lass uns das mal machen. Ich werde sofort einen Trank zubereiten. Ich auch. Ich kenne auch ein lustiges Topfspiel. Auf keinen Fall dem Kranken widersprechen. Was ist mit ihm passiert? Ein moralischer Schock? Ja, so könnte man sagen. Also ein Schock durch einen Hinkelstein. Ich glaube nicht, dass das von so einem kleinen Hinkelstein kommt. Seht selbst. Jeder sagt, es sei meine Schuld. War doch nur ein kleiner Schubs. Obelix, du Dummkopf. Man muss nicht Druide sein, um zu wissen, dass dein Hinkelstein an allem schuld ist. Ach, was? Verzeihung. Was ist Man denn? muss Druide sein, um den Sachverhalt beurteilen zu können. Wie war das mit dem Hinkelstein? Also das war so. Wie? Na so. Obelix! Nimm sofort den Hinkelstein von dem Druiden. Na, er hat mich doch drum gebeten. Euch kann man aber auch nichts recht machen. Ja, dann gehe ich eben. Seht doch zu, wie er fertig wäre. Er öffnet die Augen. Druide, wie geht's? Geht's gut? Mein Herr, wer seid ihr?
Er erinnert sich an nichts mehr. Ist das Gleiche wie bei Miraculix. Seht her, mein Herr, ich werde was Hübsches zubereiten. Ja, ich auch, mein Herr. Also da hilft alles nichts, Majestix. Du musst dich auf den Kampf mit A plus Begalix vorbereiten. Mit den Druiden können wir wirklich nicht rechnen. Kostet mal, mein Herr. Wir beginnen morgen ganz früh mit dem Training. Und denk daran, rohes Fleisch, kein Bier mehr, nur noch Ziegenmilch. Oh, was für ein schönes Blau. Ihr Rot ist aber auch nicht schlecht, mein Herr. Noch vor Sonnenaufgang marschiert Asterix am nächsten Morgen zur Hütte von Majestix. Aufstehen, Chef, aufstehen. Wir beginnen unser Training mit einem kleinen Lauf. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vorwärts! Etwas strammer, beim Taktates. Nein, nein, Majestix. Das ist nicht die richtige Methode. Doch nicht deine Schildträger. Du sollst laufen. Also komm, steig ab. Ich zeig's dir. Runde um Runde drehen die beiden. So, und jetzt musst du für den Kampf trainieren. Also, du brauchst natürlich für einen Kampf, das ist ja ganz klar, pass auf, du brauchst einen Gegner. Das mach ich. Du? Ja, Obelix ist ideal dafür. Ich scheue mich nicht, ihm weh zu tun. Ja, fangen wir an. Nein, Obelix! Du sollst doch unseren Chef nicht K.O. hauen. Auch A plus Begalix trainiert fleißig. Der Nächste. Der Nächste. Wenn der Kampf bloß schon zu Ende wäre. Das haut den stärksten Mann um. Er schmeißt alles über den Haufen. Der Nächste. Für heute, A plus Begalix. Du wirst siegen. Ohne Zaubertrank kann dir kein Gegner standhalten. Ich werde nacheinander alle gallischen Häuptlinge herausfordern. Und dann bin ich allein Chef der Gallier. Dieser Gallier ist ziemlich ehrgeizig. Er kann gefährlich werden. Nach dem Kampf werden wir ihn nach Rom schicken, aber in Ketten. Da wird er andere Gegner finden, in der Zirkusarena. Du bist wirklich intelligent, Perklus. Oh, danke, O Centurio. Entschuldige mich jetzt. Ein bisschen zu intelligent. Nach dem Sieg von A plus Begalix wirst du ihn nach Rom begleiten, bis in die Zirkusarena. Während die Gegner sich vorbereiten, bauen die Römer auf einer Wiese die Arena für den Kampf der Häuptlinge. Pass doch auf, wo du hinnagelst! Wie bei jedem Ereignis dieser Art errichten natürlich auch hier die fahrenden Barbaren ihre Attraktionen um das Stadion. Und dann ist der Tag da. Der Duft von frisch gerösteten Wildschweinen liegt in der Luft und das Volk strömt herbei. Die große Jugendzeitschrift des Jahres 1. 3 Bronzestücke für 2 Ausgaben. Wer will noch mal, der hat noch nicht. Ein Goldstück für jeden, der den Kraftmax besiegt. Souvenirs gefällig. Der kleine Industriechemix kann von seinen Eltern im Kindergarten abgeholt werden. Die ganze Garnison mit Waffen zum Kampfplatz! Marsch! Pluto Quebrevus. Ich frage mich, ob der komische Vogel auch kein Unglück bringt. Nee, das ist nicht mein Vogel. Ich kann nichts dafür, dass er mitfliegt. A plus Begalix erreicht den Kampfplatz. Und auch Majestix trifft wenig später ein. Der Kampf zwischen den Häuptlingen wird so lange ausgetragen, bis einer der Kämpfer aufgibt. Die Regeln sind bekannt. Der Verlierer unterwirft sich mit seinem Stamm dem Sieger. Zu meiner Rechten der gallisch-römische Häuptling A plus Begalix. Zu meiner Linken der Häuptling der Gallier Majestix. Alle Schläge sind erlaubt.
Jeder geht jetzt in seine Ecke und beim Trompetenstoß beginnt der Kampf. Auf das A plus B, auf das der Bessere gewinnen möchte. Wo ist Obelix? Im Dorf. Er ist traurig, weil er sich für alles verantwortlich fühlt. Holt ihn! Wir brauchen ihn für eventuelle Schlägereien nach dem Kampf. Ja, mach ich. Und dann geht es los. Unterdessen sitzt Obelix verzweifelt in seinem Steinbruch. Ach, Idefix, alles meine Schuld. Und bloß wegen dem kleinen Schubs mit dem Hinkelstein. Hinkelstein? Vielleicht kann man den Druiden mit einem zweiten Schubs heilen. Ich bin sicher, dass kein Mensch auf diesen Gedanken gekommen ist. Ja, man muss schon sehr intelligent sein, um das zu erkennen. Zur gleichen Zeit im Dorf. Was machen wir jetzt, mein Herr? Wenn wir nun alle Zutaten, die uns geblieben sind, in einen Topf werfen würden, mein Herr, vielleicht wären wir dann rot-grün kariert. Oder gelb mit blauen Punkten. Kosten wir mal. Oh, köstlich! Hast du meinen Freund gesehen, den Dicken? Nein, Asterix, ich habe Obelix nicht gesehen. Aha, danke, da muss ich weitersuchen. Asterix? Hast du mich eben Asterix genannt? Natürlich. Dann bist du geheilt beim Teutates. Aha, Volltreffer, Obelix, Volltreffer. Hast du etwa den Hinkelstein auf Miraculix geworfen? Klar, um unseren Druiden zu heilen. Willst du etwa behaupten, dass ich schon wieder etwas falsch gemacht habe? Ich möchte mal... Ach, hör zu. Wir haben keine Zeit, um zu streiten. Anstatt zu streiten, sollten wir mir lieber hier heraushelfen. Ja, komm, also Teutates sei gelobt. Unser Druide ist noch gesund. Natürlich, ich habe ihn ja auch geheilt. Ja, was ist denn überhaupt passiert? Asterix erzählt dem Druiden alles. Das ist ja eine schöne Bescherung. Schnell leert den Topf aus, bringt heißes Wasser. Ich will den Zaubertrank bereiten. Hey, halt! Ich habe doch noch gar nichts gekostet. Vielleicht wird man lila davon. Und holt Gefäße, damit wir den Trank zum Kampfplatz schaffen können. Wenig später eilen die Freunde zum Stadion. Warum schleppst du den Hinkelstein mit, Obelix? Ja, mir wird ganz schlecht, wenn ich das sehe. Wer weiß, wozu man ihn noch gebrauchen kann. Der Kampf ist in vollem Gang. Du wolltest stillhalten, bleib stehen, damit ich dich in den Bogen rammen kann. Bin ich wahnsinnig? Majestix, mein Chef. Wie? Was ist? Unser Druide ist wieder gesund. Er verteilt gerade den Zaubertrank an unsere Leute. Wir sind kampfbereit. Ach, diese Nachricht verzehnfacht meine Kräfte. Endlich hilfst Endlich hilfst Unser Chef, liebe Ich beschütze. Ich bin der Stärkste. Ich bin der Sieger. Ich behalte nicht nur die Herrschaft über meinen Stamm, sondern übernehme auch noch den von A plus Begalix. Einen Augenblick, Gallia. Wir haben noch andere Pläne. Du hast den Kampf gewonnen, gut. Aber nun wollen wir sehen, ob dein Volk in der Lage ist, die unbesiegbaren römischen Legionen zu schlagen. Meint er uns? Wir haben von dir nichts anderes erwartet als eine Schurkerei, Römer. Wir nehmen an und erwarten euch auf der Wiese. Kurz danach steht man sich in einiger Entfernung gegenüber. Legionäre, ich werde euch zu einem sicheren und glorreichen Sieg führen. Vorwärts! Centurio, wir wollen nicht trotzig sein, aber jedes Mal, wenn wir diese Wilden angreifen, lachen die sich halb tot. Und wir sind für sie nur freiwillig. Diesmal lachen sie nicht. Ihr Druide ist blöd. Er kann keinen Zaubertrank mehr kochen. Außerdem sind wir 100 gegen einen. Kein Zaubertrank? 100 gegen einen? Auf die Gallier-Kameraden beim Jupiter! Vorwärts bei Juno! Ach, diese tapferen Jungs. Formation in Teilform! Marsch! Da lacht doch einer.
Da lacht einer. Und ich sage, da lacht einer. Ich werde dir zeigen, ob da einer lacht. Da hat wirklich einer gelacht. Und nun, meine Freunde, vorwärts! Seid nicht so! Hier, da links kriege ich! Seid dran denn, bitte! Vorwärts! Fangt euch später! Auf geht's! Das ist ein wahres Volksfest. Ei, ich glaube, es ist besser. Ich enteile. Unter Führung ihres Chefs zeigen die Römer eine neue Taktik, den schnellen Rückzug. Du wirst noch von mir hören, Perklus. Deine guten Ratschläge vergesse ich nicht. Halt! Die Schlacht ist beendet. Schon? Aber es hat doch gerade erst angefangen. Ist das dein Hinkelstein? Ja, er muss mir während des Kampfes aus der Hand gerutscht sein. Aber da liegt ja jemand drunter. Das haben wir gleich. Oh, A plus Begalix. Meine Herren. A plus Begalix. Das Gesetz gibt mir das Recht, die Herrschaft über deinen Stamm zu übernehmen. Aber ich bin großzügig. Ich lasse dich und deine Leute frei. Vergiss aber nicht, dass du Gallier bist und nicht den Römern dienen sollst. Geh jetzt. Wohin, meine Herren? Nach dem Kampf der Häuptlinge hat sich das Leben im gallisch-römischen Serum geändert. Seine Einwohner sind zu ihrem ursprünglichen Leben zurückgekehrt. Sie sind wieder die alten Schlemmer und Schreihälse. Und sie versäumen es nie, den römischen Patrouillen ihre Begleitung anzutragen. So wartet doch! Werft die Brustpanzer weg, dann könnt ihr schneller laufen. A plus Begalix wurde der höflichste Häuptling Galliens. Er ist ohne Zweifel der Begründer der französischen Höflichkeit, die damals in der ganzen Welt nachgeahmt wurde. Guten Tag, Chef. Mein Herr? Amnesix, der reizende Droide, wurde nahezu vollständig von dem Hinkelsteinschlag geheilt. Er nahm seine Praxis wieder auf, auch wenn ihm ein paar Rezepte nicht mehr so ganz gelingen wollten. Gelb-rot kariert ist doch auch ganz hübsch. Und wie sieht es in jenem kleinen gallischen Dorf aus? Meine Freunde, um den Sieg zu feiern, halten wir ein großes Bankett ab. Zu Tisch! Vielleicht sollte ich zur Feier des Tages ein kleines Liedchen. Nein! Weißt du, Asterix, vielleicht hat Amnesix doch recht. Wieso? Ich glaube, ich werde zu dick. Ich muss den Riemen enger schnallen. Ach, ich fass es nicht. Ich werde nur noch Biskuits essen. Nur mal einen kleinen Happen drauf als Würze. Einen kleinen Happen? Was für einen kleinen Happen? Ein Wildschwein beim Tortates.